Wie schreibe ich meine Doktorarbeit? Wie verfasse ich meine Dissertation? Ähm, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass alle, die zum Promotionsverfahren zugelassen sind oder sich für ein Promotionsverfahren ernsthaft interessieren, ja bereits eine Masterarbeit geschrieben haben oder eine Diplomarbeit, also jedenfalls auf akademischem Niveau bereits wissenschaftlich gearbeitet haben. Ich weiß auch, dass es eine Reihe von Ratgebern, Büchern gibt zum Thema, wie verfasse ich eine Dissertation. Also wenn Sie im Internet googeln und hier dieses Thema eingeben, dann kriegen Sie, glaube ich, 50 Ratgeber alleine für die medizinischen Dissertationen, wobei ich da immer wieder überrascht bin, dass manche scheinbar mit 30 Seiten Gesamtdissertation auskommen. Aber ich möchte jetzt hier nicht über die Länge einzelner Dissertationsvorhaben reden, sondern mit Ihnen vielleicht gemeinsam überlegen, wie man das Promotionsthema sinnvoll angehen sollte. Also einfach mit Ihnen einige Gedanken austauschen, wie man eine Dissertation verfassen soll. Also, auch wenn ich weiß, dass Sie wissenschaftlich schon gearbeitet haben und wenn ich weiß, dass es eine Reihe von Informationen dazu im Internet gibt, weiß ich auch, dass man doch gewissen Respekt hat, wenn man sich einem Promotionsverfahren unterzieht bzw. daran denkt, eine Dissertation zu verfassen. Der Respekt ist nicht ganz unbegründet, denn Sie wissen, dass die Promotion die höchste akademische Graduierung ist, die Sie erreichen können. Und nicht zuletzt aus diesem Grunde hat man auch die Kompetenzen, die an Promoventen gestellt werden, im europäischen Qualifikationsrahmen auf der Ebene 8 angesiedelt, im deutschen und österreichischen natürlich im Gesamtpolonia angewandten System auf der Ebene 3 angesiedelt. Das heißt, alleine schon dadurch, dass Sie einen Master oder ein Diplom brauchen, um in ein Promotionsverfahren aufgenommen zu werden, zeigt, dass Sie in gewisser Weise wissenschaftlich vorbereitet sein sollten, wenn Sie sich dem Thema widmen. Und wenn Sie sich jetzt genau anschauen, was hier an Kompetenzen von einem Dissertanten, einer Dissertantin eingefordert ist, dann ist es im Wesentlichen so beschrieben, dass Sie auf einer sehr hohen Ebene in einem Fachgebiet, für das Sie sich eben entschieden haben, eine Art Novität, eine Neuerung beibringen können. Das heißt, es gibt ein Problem, das es gibt, eine Forschungslücke, die geschlossen werden soll, und Sie zeigen jetzt einen Weg auf, wie ein Problem gelöst werden kann, oder Sie bringen das Fachgebiet insgesamt weiter. Das ist eben auch sehr unterschiedlich, in welcher Fachdisziplin Sie arbeiten, aber es wird ein Thema sozusagen schon ganz gut überblickt. Sie müssen mit dem, was derzeit Stand der Forschung in Ihrem Bereich ist, auch gut vertraut sein. Das heißt, man erwartet jetzt von einem Dissertanten nicht nur, dass er eine Dissertation schreibt, sondern dass er mit dem, worüber er schreibt, ganz allgemein gut vertraut ist und mit den Nebengebieten, mit den anderen Fachdisziplinen zumindest auf vernünftiger Weise kooperieren kann. Ich habe eine ganz kleine Handreichung zusammengestellt, wie man eine Dissertation schreibt, und habe mich dem Thema der Kompetenzen, die man eigentlich als Absolvent eines Promotionsstudiums haben sollte, auch ein bisschen auseinandergesetzt, Ihnen das, was der europäische Qualifikationsrahmen hier an Kompetenzen im Fachkompetenzbereich und im Sozialkompetenzbereich erfordert, angeführt. Aber das habe ich nicht gemacht, um Sie abzuschrecken, dass Sie sagen, ich möchte jetzt die Dissertation nicht schreiben, ganz im Gegenteil. Möchte Ihnen Lust darauf machen, sich eines Promotionsvorhabens zu unterziehen. Und weil man immer ein großes Problem in mehrere kleinere Probleme aufteilt, um es dann bestmöglich lösen zu können, nur einige Empfehlungen, denen Sie natürlich nicht sklavisch folgen müssen. Gerade als Promotionswerber ist man durchaus selbst in der Lage, seine wissenschaftliche Arbeit einzuteilen. Also die Fachkompetenzen, die im europäischen Qualifikationsrahmen genau beschrieben sind, können Sie ja dann selbstständig in der Unterlage nachlesen. Ich glaube, dass man einfach einen Einstieg finden muss. Also es gibt diese Geschichte, wo der berühmte Literaturnobelpreisträger bei einer Party eingeladen ist, die Dame des Hauses, Gastgeberin, ihn bittet, dass er einige Zeilen ins Gästebuch schreibt. Er ist immerhin der Literaturnobelpreisträger, und er zieht sich dann eine Stunde in eine Kammer zurück, und dann kommt er wieder
und sagt, ich glaube, so könnte es gehen. Und die Dame des Hauses schaut sich an, was denn der berühmte Mann hier eingetragen hat. Und er hat geschrieben, alles Gute. Das heißt, der Einstieg ist oft das Schwierige, ein Thema so aufzubereiten, dass man sich auch hineinspringen traut, ist sozusagen der erste Rat, planen Sie Ihr Promotionsvorhaben in verschiedenen Schritten. Das ist natürlich hier nur ein Vorschlag. Ich habe Ihnen zusammengefasst, dass man sich einmal ein Thema suchen soll, das nicht nur die Wissenschaft weiterbringt, sondern das Ihnen Freude und Spaß macht. Sie sind ja doch jetzt einige Jahre im Promotionsverfahren drinnen und wenn Sie hier ein Thema haben, wo Sie schon Bauchweh kriegen, wenn Sie dran denken, dann macht die Dissertation keinen Sinn. Also suchen Sie sich ein die Wissenschaft voranbringendes, wie der Name schon sagt, Wissen schaffen, wissenschaftliches Thema, aber eines, das Ihnen selber am Herzen liegt und darum habe ich auch den ersten Satz in meiner Handreichung geschrieben, eine Dissertation schreibt man mit Herzblut. Also lassen Sie sich von der Begeisterung für ein Thema hier auch durch die längeren Strecken des Promotionsvorhabens tragen. Also die Auswahl des Themas, was passt sozusagen in mein Fachgebiet, wo bin ich selber kompetent, wo kann ich was weiterbringen, also das ist einmal wichtig. Das Zweite ist natürlich, zweiter Schritt, dass Sie die Betreuungsintensität abklären. Wir haben ja Promotionsprogramme, da gibt es diesen guten alten Doktorvater, die gute alte Doktormutter noch. Ich habe meine erste Promotion schreiben dürfen an der Universität Salzburg und eine sehr, sehr liebe Professorin war meine Doktormutter. Sie war sehr fordernd, also sie hat mir nichts geschenkt, aber ich habe dann mit ihr auch wirklich super kommunizieren können. Sie hat meine Literaturauswahl mehrfach zurückgeworfen, hat mich auf Konferenzen geschickt, um meine Ideen zu verteidigen und auch neue Erfahrungen zu sammeln. Aber die hat das sehr ernst genommen. Also da konnte ich wirklich Fragen stellen. Diese Betreuungsintensität ist in manchen anderen Promotionsprogrammen nicht vorgesehen. Wir haben zum Beispiel ein Promotionsprogramm, wo es ein unsupervised PhD-Studium gibt, wo man relativ selbstständig arbeiten muss. Natürlich hat man Feedback und man kann sich auch mit einem Promotionsverantwortlichen auseinandersetzen, aber die Betreuungsintensität ist nicht so groß wie in anderen Promotionsvorhaben, wobei auch die Typen wir alle unterschiedlich sind. Also manche von uns wollen betreut werden, andere wollen das gar nicht und sagen, ich arbeite hier ohnehin sehr stark selbstständig und lasse mich nicht gerne einschnüren. Ja? Und ich bin ja in dem Fachbereich auch so kompetent möglicherweise wie mein Betreuer. Er hat vielleicht Erfahrung, meine Betreuerin hat deutlich mehr gelesen und kann mir hier helfen, aber macht das selber. Es sind auch andere Promotionsprogramme sehr stark jetzt im Kommen, also gerade die österreichischen Universitäten, die ein bisschen im Spitzenranking liegen, machen interdisziplinäre Promotionsprogramme. Es wird im Team geforscht, viele Forschungsvorhaben, gerade im medizinischen, naturwissenschaftlichen, vielleicht auch technischen Bereich, sind solche, wo ein Team stärkere Ergebnisse liefert als der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin. Also es ist schon eine Frage, natürlich abhängig von der Fachdisziplin, wie intensiv ist die Betreuung. Gibt es mehrere Gutachter, also in einem Promotionsprogramm, das ich selber anbieten darf, gibt es also Hauptgutachter und Nebengutachter. Die Nebengutachter lernt man vielleicht in der Vorverteidigung kennen, aber sonst hört man nicht viel von ihnen. Man hat schon einen Ansprechpartner, aber die Betreuung ist vielleicht nicht so, wie man sich das erwartet, oder für manche ist es sogar zu viel. Das heißt, zweite Frage, klären Sie die Intensität der Betreuung für sich ab. Für mich ist es, und wir hatten das beim Bundesheer gelernt, wenn wir irgendein Vorhaben hatten, musstest du auch immer ein Kräfteraum-Zeitkalkül anstellen, dir einen zeitlichen Ablauf vornehmen. Und das ist auch ein Rat, den ich Ihnen für die Dissertation gebe. Wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt in 3 Jahren beispielsweise promovieren, dann sollten Sie sich diese 3 Jahre schon einteilen und nicht sagen, jetzt habe ich noch 3 Jahre Zeit, sondern überlegen, wie viel Zeit brauche ich für die Recherche, nämlich mir einmal sozusagen den Überblick verschaffen, habe ich hier geschrieben, was ist der derzeitige Stand der Forschung, wo befindet sich das Fach derzeit, welche Strömungen werden diskutiert. Also Sie müssen das Thema ja reflektieren, Sie müssen intensive Literaturrecherche anstellen, Sie müssen sozusagen das Datenmaterial, das Sie hier gefunden haben, auch analysieren, dafür brauchen Sie Zeit.
Wenn Sie dann sozusagen diese Forschungslücke identifiziert haben, die ja schon am Anfang bei der Findung des Themas sich natürlich herauskristallisiert, dann müssen wir daran gehen, uns zu überlegen, mit welcher Forschungsfrage wir sozusagen ins Rennen gehen und mit welcher Methode wir das untersuchen. Hier haben wir dann auch Platz und Raum für unsere eigenen empirischen Forschungen, wenn Sie leitfadengestützte Interviews machen, wenn Sie, ich weiß es nicht, quantitative Untersuchungen anstellen, dann brauchen Sie auch entsprechend Zeit. Dann sollte das, was Sie sozusagen jetzt, nachdem Sie einen Überblick über die derzeitige aktuelle Forschungslage gegeben haben, dann selbst erarbeitet haben, müssen Sie irgendwann einmal zu Papier bringen und auf dem Weg dorthin die Informationen, die Sie haben, auch absichern. Also es ist gnadenlos, wenn Sie etwas super geschrieben haben und dann geht es verloren, weil es irgendwie der Computer abstürzt. Also das sind so Dinge, die wir auch in der Handreichung ein bisschen drinnen stehen haben, dass natürlich auch das Umfeld entsprechend sein muss, damit Sie sich auf Ihre akademische Arbeit konzentrieren können. Wir haben auch für unsere Programme für jeden einzelnen Schritt auch eigene Handreichungen vorbereitet. Also das wissenschaftliche Arbeiten ganz insgesamt können Sie sich auch wieder einmal gönnen, wenn Sie hier mit Ihrer Dissertation so weit sind, dass Sie das Verfahren starten können. Die Ausarbeitung der Dissertation, also das Rohskriptum zu schreiben, dauert auch Zeit. Wenn Sie hier 120, 150, manche Dissertationen im geisteswissenschaftlichen Bereich haben 400 Seiten, auch alleine das Schreiben ist hier Aufwand. Ja? Also auch das bedeutet Zeit. Dann passiert es mir zumindest, dass ich gewisse Dinge lese und die Fehler gar nicht sehe. Ich überlese, bin leichter Legastheniker, überlese dann was, dass man eine Korrekturleserin, Leser drüber lässt, dass man natürlich das Rechtschreibprogramm drüber lässt. Also auch das bedeutet zeitlichen Aufwand, also eine Endkontrolle sozusagen durchzuführen. Dann darf man auch die Manipulation nicht vergessen, die dann mit dem Druck der Dissertation verbunden ist und natürlich auch den zeitlichen Aufwand, eine Dissertation entsprechend zu präsentieren, zu verteidigen. Es gibt Promotionsprogramme, wo sehr starker Wert auf die Endverteidigung gelegt wird. Es gibt Promotionsprogramme, wo es eine Zwischenverteidigung gibt, damit man weiß, ob ich noch auf dem richtigen Wege bin. Hier bei einem Promotionsverfahren an der Universität Linz hatten wir sozusagen jedes Semester ein Promotionssemester, wo wir den Stand der Dissertation vorstellen durften, am Anfang eben das Thema beschreiben, die Forschungsmethode, die wir uns ausgewählt haben, um eine Hypothese oder mehrere Hypothesen auch sozusagen untersuchen zu können. Das heißt, man hat einmal im ersten Schritt das Forschungsthema verteidigt, dann in einem zweiten einmal über den Forschungsstand Auskunft gegeben, also berichtet, was man vielleicht im empirischen Bereich herausgefunden hat. Und zum Schluss im dritten Dissertantenseminar musste man dann das Ergebnis der Dissertation verteidigen. Das heißt, hier wurde immer wieder auch ein Zwischenschritt eingezogen. Das ist auch in dem Promotionsprogramm, das ich vertrete, wo wir in der Vorverteidigung dann noch einmal vom Studierenden wissen wollen, wie weit er gekommen ist und ob er vielleicht die eine oder andere Hilfe, ein Input annehmen möchte. Also unterschiedliche Promotionsprogramme, aber sozusagen Meilensteine festlegen, bis zu welchen Sie mit einem Ergebnis fertig sein wollen. Und dieser Zeitplan, den Sie sich erstellen sollten, natürlich nicht müssen, es ist ja nur ein Rat, hilft Ihnen auch eine Übersicht über das Promotionsvorhaben zu wahren und wir haben dann noch einen eigenen Punkt, sich eine Auszeit gönnen, Zeit für Urlaub zu planen. Ich meine, diese 3 Jahre sind fordernd für Sie, wenn Sie es in 3 Jahren machen wollen. Sie haben Familie, Sie haben Beruf, Sie haben andere Verpflichtungen, die dürfen nicht zu kurz kommen. Also auch das sollte man, wenn man einen Zeitplan sich festlegt, doch einhalten können. Also der Zeitplan hilft Ihnen vielleicht das große Problem der Dissertation in Teilschritten abzuarbeiten. Und fangen Sie einfach an. Also das ist schon mein Rat, sozusagen, fang an. Aber wir kennen das aus der Baderegel, spring nie in die unbekannte Gewässer. Also einfach losstarten, so wie der Beckenbauer das, glaube ich, einmal gesagt, wie er gefragt wurde, wie er denn die deutsche Fußballnationalmannschaft einsetzen wollte. Und er hat gesagt, naja,
jetzt schauen wir mal und dann sehen wir schon. Also jetzt schauen wir mal und sehen wir schon, ist jetzt nicht der ganz große zeitliche Plan, ein Dissertationsvorhaben zu beginnen. Also die Eckdaten sollte man sich hier schon überlegen. Wenn wir die Forschungslücke identifiziert haben, das Forschungsthema festgelegt haben, die Thesen formuliert haben, dann haben wir schon einen gewaltigen Schritt gemacht. Also das Thema finden, die Thesen formulieren und die Methode identifizieren, so sagen Expertinnen und Experten zu Promotionsprogrammen, haben sie schon 15-20% ihrer Dissertationsleistung erbracht. Also meine älteste Tochter schreibt an der Uni Wien an einer Dissertation, die weiß ganz genau, welches Forschungsthema sie hat. Sie ist jetzt dabei, sich extrem einzulesen, um auch sozusagen den historischen Background und alles zu finden, hat schon auf Konferenzen zu dieser Thematik vorgetragen, aber noch gar keine Zeile für die Dissertation an sich geschrieben. Sie ist jetzt noch in dieser Vorbereitungsphase, wo man sich einen Überblick über den Forschungsstand im Fachbereich Gedanken macht. National, international, also manche Dissertationsprogramme gehen über den deutschsprachigen Raum hinaus und sagen, schauen wir uns mal an, was zum Beispiel die Amerikaner zu dem Thema sagen oder andere Länder. Es sind ja nicht nur die Amerikaner hier in vielen Bereichen tätig, sondern weltweit wird zu verschiedenen Themen geforscht. Also wenn Sie sozusagen das schon einmal alles für sich gemacht haben, dann ist es schon vernünftig, eine Arbeit entsprechend zu gliedern. Und ich sage zu den Studierenden oft, stellen Sie sich diesen Knochenmaxi vor, aus den verschiedensten, wie ein Skelett besteht und wo man dann Muskeln und Organe hineinhängen kann. Und das ist auch für eine gegliederte Arbeit ganz interessant. Und auch wenn die Dissertation eine wirklich intensive Arbeit ist, man darf sich davon auch nicht jetzt schrecken lassen. Und die klassische Gliederung für Einleitung, Hauptteil, Schluss ist tatsächlich nicht zu ersetzen. Ich habe Dissertationen gesehen, wo die Leute auf 15, 16 Hauptkapitel kommen. Ich glaube, wenn man das vernünftig macht, also wenn ich eine Einleitung habe, wo ich in der Einleitung die Forschungsmethodik beschreibe und auch die Arbeit sozusagen in der Gliederung vorstelle, dann im Hauptteil einen Überblick über die derzeitige Forschungslage gebe und dann meinen Forschungsbeitrag theoretisch oder empirisch bringe und am Schluss ein Resümee ziehe, also Einleitung, Hauptteil, Schluss. Natürlich können Sie den Hauptteil auch entsprechend untergliedern und die Einleitung untergliedern. Wir haben hier in der Handreichung eben geschrieben, schon genauer, also das Deckblatt, das ja von der Hochschule der Universität vorgegeben wird, an der Sie promovieren, dann ein Abstract, das immer gefordert ist. Das Abstract wird auch immer in englischer Sprache gefordert, selbst wenn die Dissertation natürlich in Deutsch geschrieben wird. Dann ein Inhaltsverzeichnis mit ausführlichen Gliederungen, Abkürzungen, Abbildungs-, ein Tabellenverzeichnis, dann allenfalls ein Vorwort. Also ich bin eher nicht der Freund von Vorwörtern und Danksagungen, aber manchen ist es ein Anliegen, hier ein Vorwort zu schreiben oder man hat also eine intensive Beziehung zum Betreuer, zur Betreuerin aufgebaut und möchte dafür auch Dank sagen, dass man hier entsprechend in Diskussionen hier auch den Forschungsgegenstand weiterentwickelt hat. Und dann eben die klassische Text, mit der Einleitung, Problemstellung, Forschungsfrage, Forschungsmethode, Aufbau der Arbeit, aber das kennen Sie aus Ihrer Masterarbeit schon. Dann der Hauptteil, immer aus meiner Sicht vernünftig darstellen, was derzeit ist, was fehlt und dann mein Beitrag, um dieses Fehlende zu schließen oder ein Problem deutlich zu machen, einen Lösungsweg aufzuzeigen, etwas theoretisch heranzuleiten, Studien in einer Metastudie zusammenfassen. Also hier gibt es ja unterschiedliche auch wissenschaftliche, methodische Ansätze. Also das hier passiert alles im Hauptteil. Sie können auch ein Zwischenfazit natürlich einziehen. Sie können sagen, wenn Sie einen Überblick über die aktuelle Lage gegeben haben, ich ziehe ein Zwischenfazit ein. Und dann kommen Sie zu Ihrem Teil und können auch wieder ein Fazit ziehen, wobei ich glaube, eine Arbeit ist dann auch wirklich gut, wenn sie in einem Kapitel die Arbeit resümiert, wenn sie einen Ausblick gibt, wenn sie sozusagen ein Fazit zieht, sozusagen das klassische Schlusswort. Und wenn Sie heute eine Dissertation lesen von anderen Kolleginnen und Kollegen, dann schaut man eben am Anfang immer in die Einleitung, was war die Forschungsthematik, was wollte der oder die
sozusagen herausfinden und dann schaut man sich im Fazit an, ist es gelungen, sozusagen wurde die Frage auch beantwortet und wenn das dann interessant ist, dann schaut man sich den Mittelteil an und sagt, ja, wie hat er das gemacht und so fort. Also das schnelle Lesen der Dissertation besteht ja meistens aus den Teilen 1 und 3, wobei der wertvolle Teil der Teil 2 ist, nämlich Überblick über die derzeitige Lage und ihren Beitrag, der dann die Wissenschaft weiterbringt. Natürlich können Sie am Schluss auch ein Glossar bringen, wenn Sie Ihr vernünftiges Literaturverzeichnis noch angegeben haben. Also in der Handreichung finden Sie einen kleinen Ratgeber, wie man eine Dissertation sozusagen gliedern könnte. Und wenn Sie sozusagen einmal eine Grobgliederung gemacht haben, das macht man ja oft auch im Research Concept, nicht? Wenn Sie sich am Anfang für das Promotionsvorhaben entschieden haben, dann hat man ein Research Concept geschrieben, wo schon diese Forschungsfrage, Methodik und auch eine Grobgliederung und auch ein Vorschlag der bereits zu verwendeten Literatur, über die man ja sich schon einen Überblick gemacht hat, angeführt wird. Also dieses Research Concept am Beginn einer Arbeit hilft uns gewaltig im Promotionsvorhaben. Daher fordern wir Sie in unserem Promotionsprogramm gleich zu Beginn ein Research Concept, damit wir wissen, der oder die Kandidatin hat sich hier schon Gedanken gemacht, weiß, was erforscht wird, weiß, wie es erforscht wird, hat also hier auch einen validen Weg gefunden. Und wir haben zu diesem Zwecke auch eine kleine Handreichung, wie schreibe ich so ein Research Concept, schon erstellt. Das heißt, wir lassen Sie bei den Teilabschnitten Ihrer Dissertation natürlich nicht alleine, sondern begleiten Sie auch auf diesem Wege. Wenn Sie jetzt sozusagen Ihre Arbeit gegliedert haben und Sie finden was Spannendes, dann müssen Sie sozusagen Ihre Arbeit jetzt nicht stringent von Anfang bis Ende sozusagen durchschreiben, sondern Sie hängen, Beispiel Knochenmaxi, ihre Fundstücke auf den Arm und sie hängen die Leber hinein und bei den Rippen können sie was drauf hängen. Das heißt, alles, was sie sozusagen gefunden haben, können sie schon modellieren und sich ein schönes, immer wieder weiter in die Dissertation hineinarbeiten. Das wissenschaftliche Arbeiten ist ein Prozess. Und Dissertation als solche ist dann ein Ergebnis. Aber diesen Prozess, wie man sozusagen zur Dissertation kommt, das ist etwas, was eigentlich das Lebendige an einem Dissertationsvorhaben ist. Und wenn Sie im Rahmen dieses Promotionsvorhabens am Beginn bereits mit einem Research Concept starten, wo Sie wissen, welche Methode habe ich gewählt, also um eine Forschungsfrage zu klären, und Sie haben sich einen zeitlichen Ablauf zurechtgelegt, Sie wissen, in welchem zeitlichen Bereich Sie das machen, Sie haben auch Auszeiten geplant, also ich lege schon immer darauf Wert zu sagen, planen Sie Ihre Urlaube trotzdem, die Familie verdient es nicht, dass Sie, wenn Sie ohnehin angespannt sind, weil Sie wissenschaftlich forschen müssen neben Ihrer Arbeit, dann auch noch darunter zu leiden hat, Sie haben berufliche Verpflichtungen, also das sollte im Rahmen Ihrer zeitlichen Planung alles Platz finden. Dazu haben wir auch ein wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet, das für alle, die schon Diplomarbeiten, Masterarbeiten geschrieben haben, jetzt nicht wirklich ganz grundsätzlich neu ist, aber vielleicht auch ein bisschen eine Erinnerung wiederbringt. Und ganz zum Schluss etwas, was wir auch in der Handreichung vorgeschlagen ist, dass Sie sich Gedanken machen, wie Sie das Arbeitsumfeld gestalten wollen. Also ich meine, Gott sei Dank sieht man das nicht. Ich habe einen Hauch von Übergewicht und habe dann, wenn ich lang sitze, Bandscheibenprobleme. Das heißt, wenn Sie an einer Dissertation schreiben und dann stundenlang an einem Schreibtisch sitzen, dann ist die Frage, wie ergonomisch ist Ihr Umfeld, wie ist der Schreibtisch, wie ist Ihre Sitzgelegenheit, wie ist Ihre Beleuchtung, genauso wichtig wie vielleicht eine Art Ruheraum. Und viele von Ihnen haben vielleicht eine ruhige Möglichkeit zu arbeiten, wo man auch nicht gestört wird, weil eben pausenlos also Kolleginnen und Kollegen hereinströmen oder die Kinder sagen, Papa, Mama, was machst du denn da? Also irgendwo sich diese Zeiten einteilen, die den Arbeitsplatz, das Arbeitsumfeld so gestalten, dass auch das wissenschaftliche Arbeiten möglich ist. Und Sie werden es vielleicht schmunzeln, aber wenn Sie Interviews durchführen, überlegen Sie, mit welchen Mitteln Sie diese Interviews aufzeichnen, ob das Mikrofon funktioniert, ob Sie Batterien haben, Akkus haben für Ihre Geräte, wie schaut das mit den Speichermedien aus, auf denen Sie diese Dissertation abspeichern. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie 200 Seiten geschrieben haben und die gehen aus irgendeinem Grund verloren,
weil der Laptop gestohlen wird und Sie haben keine Sicherheitskopien in der Cloud oder auf irgendeiner externen Festplatte gemacht. Sie sind der Verzweiflung nahe. Und ich bin doch jetzt fast 60 Jahre alt, also in meiner wissenschaftlichen Karriere ist mir das schon gelegentlich passiert, dass mir Studenten gesagt haben, Sie werden es nicht glauben, aber ein großer Teil meiner Masterarbeit, meiner Dissertation ist wirklich weg. Ich habe das einfach gelöscht oder es wurde gelöscht oder der Computer ist weg. Also auch diese Dinge sichern Sie das, was Sie mühevoll erarbeitet haben. Wenn Sie ein bisschen diesen Ratschlägen folgen, die wir Ihnen im Rahmen unserer kleinen Zusammenfassung geben, dann glaube ich, dass das Promotionsvorhaben auch neben Beruf und Familie bewältigbar ist. Wir versuchen, Sie bestmöglich dabei zu unterstützen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich an Vienna International Studies. Sie kennen die Homepage, Sie wissen die E-Mail-Adresse. Wir sind für Sie da. Gutes Gelingen Ihrer Dissertation.